Jetzt erstmal ein herzliches Willkommen hier auf Dino Adventure. Heute mal mit einer ganz besonderen Roomtour und zwar mit diesem Dodge Ram 350 Truck Camper aus den USA. Oh, da kommt es schon wieder. Wow. Da rennt die mir noch fast die Kamera um hier. Und ja, ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht auch mal interessant für euch. Der eine oder andere spielt vielleicht mit dem Gedanken, die Panamericana zu fahren, aber nicht ein Fahrzeug aus Deutschland nach Amerika zu verschiffen, sondern vielleicht hier vor Ort einen Camper zu kaufen. Und ich denke mal, ein solches Fahrzeug hier wäre eine sehr gute Wahl. Richie vom Kanal Meet Around the World mit Abigail und der Tochter Zoe kommen aus der Schweiz und aus England und die Roomtour findet natürlich auf Deutsch statt. Also jetzt würde ich sagen, fangen wir erstmal mit dem Intro an und dann ganz viel Spaß bei dem Video. Ja. Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Oder willst du da oben hocken? Oh, that's a nice idea. Das ist cool. Das ist cool, ja. Alright, you ready? Yeah, it's ready. Yeah. Now it's recording. Okay, so you're going to say that after three, alright? Okay. 1, 2, 3. Meet Around the World Show. Hallo, Ja, wir hallo. sind Meet Around the World. Genau. Ich bin Abigail, Engländerin. Richie aus der Schweiz und Zoe. Zoe, 2 und 9 Monate alt. Genau. Ja. Ja. Wir sind seit 2 Jahren unterwegs, haben in den USA gestartet, in Phoenix, Arizona, sind einmal rund um die USA gefahren, etwa 50.000 Kilometer in 1,5 Jahren und sind dann im März dieses Jahres auf die Baja Kalifornien gekommen. Genau. Und haben eine Verlängerung gemacht. Ja, genau, landeten mal ja. schnell im Gefängnis an der Grenze, wurden beinahe ausgeschafft, riesen Trouble, aber haben es wieder geschafft, auf Frau im Fuß zu kommen, war ja alles auch okay und sind seit März in Mexiko, genau, Wow. 9 Monate. Ja, und nur für einen Monat und dann Genau, noch einen Monat, ja. und dann fahren wir nach Guatemala. Guatemala. Ja. Und hier ist unser Zuhause. Silverskin haben wir den Silverskin, getauft. ja. Meet Around the World, Silverskin. Das passt gut, ja. Ja, ich mach mal auf, dann können wir mal einen kleinen Blick reinwerfen. Also, hier ist die Kabine, Mittelsitz draußen, habe ich einen Kühlschrank reingestellt. Das Auto ist ein 2005 Dodge Ram 3500 One-Ton-Truck, ein Diesel, ein Cummins Diesel, ein 5,9 Liter Reihen 6-Zylinder. Und wir sind sehr zufrieden, das Auto wollte ich schon immer und jetzt fahren wir mit dem um die Welt. Genau. Wir können gleich mal nach vorne reinschauen. Genau, das ist der Motor. Schön übersichtlich. Und eigentlich kein Problem für mich zum Ölwechsel machen und so die nötigsten Servicearbeiten. Genau. Und bis jetzt haben wir eigentlich keine Probleme gehabt. Ja. Es ist 4x4 Ja. genau mit Untersetzung. Und, Untersetzung sogar auch, ja. Also der Genau. geht gut im Gelände. geht eigentlich gut für Ja. die Größe. Wir sind 5,8 Tonnen, relativ schwer. Aber wir sind bis jetzt, für das, was wir machen, Offroad, geht das absolut gut und wir lieben es. Es macht Spaß, off the beaten track. Ja. Genau. Ja, so viel zum Motor und den technischen Daten. Okay, zweite Türe. Hier habe ich auch einen Stuhl rausgenommen und habe mir diese Kiste reingeschraubt. Hier drin habe ich das Foto-Equipment und so, die Drohne kann ich abschließen. Zwischen dem Sitz habe ich einen Luftkompressor, Säge, Abschleppseil und Haken und solche Dinge verstaut. Ein Dieseltank für die Dieselheizung kann ich auch gebrauchen, wenn ich mal keinen Diesel mehr habe, kann ich hier den Diesel als Ersatzkanister brauchen mit dem Schlauch. Das geht gut. Hier
Wasser einfüllen für den Frischwassertank. Hier sind die Controls für den Stable Lift und den Stable Lift, den bediene ich hier mit Elektromotoren. Da geht das ganze Gestell runter und hebt den Camper an und dann kann ich einfach davon fahren. Das geht so etwa 5 Minuten, dann sind wir befreit vom Camper und können mit dem Truck alleine rumfahren. Und ja, ist eigentlich praktisch, das hat der Vorgänger noch so montiert. Putting in the stabilizers. The big stabilizer here. Yes. Perfect. Now, rock solid. I love it. Und ja, auch beim Offroaden, man denkt, es sei so viel Bodenfreiheit weg, aber eigentlich geht das recht gut. Also wir haben da nie, manchmal streift es hinten mal so, aber eigentlich kein Problem für das, was wir machen. Ja, genau. Das ist ein Antennenkabel für den Fernseher, den ich nicht mehr habe, den haben wir rausgebaut, braucht es nicht. Hier ist Stromanschluss für, wenn wir auf dem Campingplatz sind. Ja. Und dann hier haben wir die Gasflaschen. So 2x9 Kilo, glaube ich. Ja. Okay. Ja, genau. Wie lange kommt ihr damit hin im Winter? Wart ihr im Winter schon unterwegs? Ja, also wenn wir heizen mit dem im Winter jeden Tag, dann sind es vielleicht so zwischen 10 und 14 Tage. Und wenn wir aber die Dieselheizung brauchen und die nur zum Kochen und ja, dann können wir doch fast 2-3 Monate reisen. Ja. Okay. Genau. Ja. Reicht relativ lang. Hier noch die Ölablasswanne, wenn ich den Ölwechsel mache, einen extra Kanister hier für Diesel und da habe ich nochmal eine Gasflasche drin, eine kleine. Ah, das heißt, in der Pritsche hinten ist trotz der Kabine noch ein bisschen Platz für Stauraum. Hat noch ein bisschen Platz, genau. Ja. Genau. Dann hier kann man aufs Dach steigen, geht super gut. Hier ist der Ablass für das Grau- und Schwarzwasser, kann ich den Schlauch anmachen und das ist das amerikanische System. Funktioniert auch gut. Sandboards, genau, Backstracks. Hier und ganz wichtig für dich, ja. Ich habe eben einen neuen Grill machen lassen hier in Mexiko und der passt schön hier rein, ist aus dem alten Autofelgen. Dann haben wir einen Dodge Oven, Schaufel, alles mögliche, was es so braucht zum Küchen. Zum Barbecue, ja. Genau. Das ist alles, was es braucht, so, um draußen zu sein. Hier sind die Stühle drin, die sind jetzt aber draußen. Hängematte, Taucherzeug, Fischerzeug, all das gute Zeug, ja. Genau. Eine ERB Awning. Markise, genau. Ihr seht das zwar nicht, aber hier drin ist all mein Werkzeug. Das ist nur so eine wie sagt man, Box, oder? Ja, die ist da zum Truckbett montiert. Und da habe ich alles Mögliche drin an Werkzeugen und Ersatzteilen, also so Ölfilter, die ich brauche manchmal, Keilriemen extra, solches Zeug. Ja. Machst du die Wartung selber immer? Ja. Genau. Ja, also Ölwechsel machst Ölwechsel, du alles selber, ja. Dieselfilterwechsel, Luftfilterreinigung, so die Dinge mache ich alle 5000 Meilen, 8000 Kilometer. Okay. Genau, und ja, das geht gut. Noch ein bisschen mehr Werkzeug hier, noch eine Schachtel voll so mit dem Allernötigsten hier so. Wenn mal was Kleines kaputt geht, kann ich das hier nehmen, ja. Weil hier komme ich schlecht dazu, wenn der Truck drauf ist, wenn der Camper drauf ist. Genau. Also, hier ist unser Wasserlager fürs Trinken und Zoe sitzt hier in der Mitte. Der Outdoor, der Tisch ist auch noch da. Genau. Und für Abigail. Das Bier natürlich direkt griffbereit. Wunderbar. Absolut, ja, genau. Ja, wenn es euch nichts ausmacht, dann lasst uns gleich mal hinten reinschauen. Absolut. Komm rein. Wow, Aha. sehr groß. Ja, es sieht so klein aus von außen, aber ja, ich bin groß, so
Ich habe Raum zum Bewegen und ja, wir sind sehr zufrieden. Hier ist unser Bett, auch sehr groß. Wir haben eine Matratze in Amerika gekauft, so es ist sehr bequem. Tufted Needle ist die Marke und hier sind auch Springen. Ah, ein Frolix-Bettsystem. Genau, ja. Es funktioniert super. Und ja, die Zoe schläft neben uns. Sie hat auch ihr kleines Schlafzimmer. Und hier, Richie hat diese Regel gebaut, selbst gebaut. Und auch für Bücher. Und wir haben oben in der Küche Fantastic. Ein Ventilator heißt Fantastic so. Und das funktioniert super. Damit seid ihr zufrieden? Ja. Ja, und wir campieren viel auf Campingplätzen. Also in Amerika haben wir wild campiert, aber hier in Mexiko fühlen wir ein bisschen sicherer, so auf Campingplätzen zu campieren. Ja, so dann können wir Klimaanlage brauchen. Ja. Ja, und hier ist unsere Küche, unser Herd, Propan und Bildstauraum. So oben. Und einen Kühlschrank? Genau, ziemlich groß, hä? Ist nicht schlecht. Auch mit Tiefkühlfach, ja. Tiefkühlfach, ja. Und ja. Bier, Wow, der ist wichtig. wirklich gut. Der Kühlschrank funktioniert mit Strom oder? Nein, mit Propan. Okay, ja. So, das können wir auch wechseln. Ja. Ah, ihr könnt dann auf Strom umschalten. Genau, okay. genau. Viel Stauraum eigentlich. Hier auch Lebensmittel und elektrische Sachen und ein paar Bücher. Warming Cup, ganz wichtig. Genau, aber ich glaube, wir haben nur zweimal gespielt. Es gibt nie zu viel Zeit. Und dann hier in der Ecke haben wir unser Sofa. Wir konnten einen Tisch aufbauen, aber da wir so viel draußen essen, dann dachten wir lieber ein bequemes Sofa. Ja. Wir haben auch ein Badzimmer. Ah ja, okay. Ja. So eine Dusche. Ein Badezimmer mit Dusche und Toilette. Genau. Und gegenüber auch unser Schrank für Kleider. Und noch mehr Lebensmittel. Okay, jetzt noch zur Haustechnik. Wir haben Strom, zweimal zwei Solarpanels, insgesamt 350 Watt. Und dann haben wir zwei Batterien hier, Lead-Acid, also wie sagt man? Bleisäure. Bleisäure, die sind hier verstaut. Dann haben wir einen Inverter da, 1750 Watt. Die Wasserpumpe ist noch hier drin und genau, und das funktioniert recht gut mit dem Strom für uns. Mal den Computer laden und die Kamerabatterien, alles andere läuft über 12 Volt. Und das reicht eigentlich. Heizung haben wir, also Gasheizung hier. Die können wir hier mit dem Thermostat bedienen. Und auch ein Wasser, einen Boiler haben wir auch über Propan. Aber den brauchen wir selten, da es relativ viel Gas braucht. Und ich habe auch zusätzlich jetzt noch eine Dieselheizung hier verbaut. Und so haben wir eine Dieselheizung und eine Propangasheizung. Und dann haben wir noch ein kleines Elektroofen. Und den brauchen wir, wenn wir am Stromnetz angeschlossen sind. Genau, so. Ja, und den Fantastic Fan hier habe ich auch ersetzt oder eingebaut. Der funktioniert auch gut. Der saugt die Luft raus in 3 Stufen oder bläst sie rein. Und gerade für heiße Nächte irgendwo ist das super. Da hat es noch einen zusätzlichen Ventilator oben am Bett für die ganz heißen Nächte. Und die gibt's. Ja, genau. Ja, und dann haben wir aber noch eine Klimaanlage, die kam mit dem Camper und die schätzen wir auch sehr, wenn es da mal auf dem
auf der Yucatan-Insel oder so 25 Grad um Mitternacht noch ist und schwül heiß und wir am Strom angeschlossen sind, dann kühlt die schön runter und ja, ein Luxus, aber ja, genau. Ja, wow, auf jeden Fall ein sehr schöner Camper. Vielen Dank. Ja. Zu den Eckdaten, wie groß seid ihr, wie lang, wie breit, wie hoch? Okay, also die Höhe haben wir eben gemessen, wir haben noch eine Box auf dem Dach und Oberkant dieser Box 3,70 Meter, also relativ hoch. Ja. Das ist schon sehr hoch. Da habt ihr bestimmt hier in Mexiko schon mal Probleme gehabt mit der... Ja, das eine oder andere Kabel blieb da schon mal hängen. Ja. Hängen, ja, genau. Ja, die Höhe und die Länge sind 6,20 Meter, so etwas, ja. Und Gewicht 5,8 Tonnen, vollgeladen und die Tanks voll. Zu den Tanks, wir haben hier 150 Liter Frischwasser und 2 Abwassertanks, einer schwarz, einer grau und ja, und das Auto hat auch, habe ich noch vergessen zu sagen, einen 60 Gallonen Tank Diesel, 230 Kilometer, Reichweite ist da etwa 1000 Kilometer. 230 Liter? Genau, ja. Ist relativ gut, 1000 Kilometer, ja. Das ist viel. Ja. Ja, was gibt es sonst noch so zu erzählen hier? Ja. Da ist die Sicherungskasten, der Sicherungskasten habe ich hier. Hier kommt die warme Luft vom Dieselheizer raus. Hier kann ich den Inverter bedienen. Über diese 2 Steckdosen kommt der Strom dann. Solar Controller hier. Ja, sonst... Ja, ich glaube, wir haben jetzt einen sehr schönen Überblick mal bekommen über einen US-Truck-Camper. Ja. Ja, wie man ihn ja so eigentlich nur in den USA und in Mexiko mal rumfahren sieht. Stimmt, in Deutschland ist das ja, oder in Europa ist das ja ganz untypisch, allein schon wegen dem Gewicht. Genau, die sind zu schwer, ja, das ist das Problem, ja. Was ich noch zum Camper sagen möchte, es ist alles aus Aluminium und Kunststoff, also kein Holz verbaut, außer das Holz, das ich selber verbaut habe. Aber eigentlich alles aus Aluminium und es ist also stabil, man kann offroaden und es bleibt alles, keine Schraube kommt los. Wirklich gut gemacht. Ja. Sehr schön, ja. Ja, und wenn ich dich jetzt noch mal eine letzte Frage fragen darf, was kostet ein Camper dieser Art? Okay, was ungefähr, kostet Spaß? Also, más o menos. Wir haben den in den USA gekauft, so wie er hier steht, der Truck und den Camper, und haben damals vor, ja, das sind jetzt schon 3 Jahre gut, $52.000 bezahlt. Und ich habe dann vielleicht noch so 8.000 oder 10 reingesteckt, also so 60.000, wie er hier steht. Und ja, genau. Okay. Und damit kann man auch ungefähr rechnen, oder gibt es auch Preisunterschiede? Absolut, es sind Diesel, die sind etwas teurer, und wenn du einen Truck, einen Benziner kaufst, die sind günstiger natürlich, kommt auf die Kilometerleistung an, und vom Camper gibt es auch von bis, das ist ja klar, der war erst 3-jährig oder 4 und alles Aluminium, und da gibt es, ja, es gibt von bis, ich glaube von 10.000, 15.000 an kann man sich irgendwo was kaufen, wobei jetzt in der Pandemie sind die Preise wieder hoch, der Markt hat angezogen, oder? Jeder will einen Camper. Also ja, das stimmt genau. schon. Also, ja, aber ja, so grober Modus 60.000 haben wir bezahlt und sind sehr zufrieden. Ja gut, das ist schon mal ein Anhaltspunkt. Ja, vielen Dank. Gerne, Dank für die Rundtour. danke dir. Und dann würden wir sagen, stop dreaming, start grilling. Start grilling, yeah. And eating meat. Yeah, meet you around the world.